Lektion 1: Perfektes Wanderwetter. Ja, es war sonnig und warm, also das perfekte Wetter für einen Spaziergang. Dem kann ich nur zustimmen. Solches Wetter lädt dazu ein, die Natur zu erkunden. Gibt es noch etwas, das Sie an einem so schönen Tag gerne tun? Ich liebe es, im Park zu picknicken. Es ist eine wunderbare Art, die Natur zu genießen. Ein Picknick klingt wunderbar. Was würdest du für so einen Ausflug mitnehmen? Ich würde ein paar Sandwiches, Obst und vielleicht ein erfrischendes Getränk zubereiten. Das klingt köstlich. Da könnte ich mich durchaus einbringen. Lasst es uns bald wahr werden. Ich kann mir schon vorstellen, wie viel Spaß wir haben werden. Ich freue mich darauf, gutes Essen und gute Gesellschaft sind immer ein Rezept für Freude. Lektion 2: Sanfte Landungen. Als wir uns der Landung näherten, verlief alles reibungslos. Es war eine ziemliche Erleichterung, vor allem Balthasar und Tonja strahlten, als sie die Aussicht genossen. Ihre Begeisterung war ansteckend. Ich konnte nicht anders, als mit ihnen zu lächeln. Es ist immer wieder eine Freude, bei Reiseerlebnissen Zeuge einer solchen Freude zu werden. Ich stimme zu. Die Vorfreude auf die Ankunft an einen neuen Ort ist berauschend. Was dachten Sie, als wir abstiegen? Ich fand es atemberaubend. Ich war erstaunt, wie schön die Landschaft von oben aussah. Ja, aus der Luft ist die Aussicht oft noch atemberaubender. Ich kann es kaum erwarten, alles zu erkunden, sobald wir gelandet sind. Es wird ein Abenteuer. Lektion 3: Das goldene Zeitalter der Cowboys. Das goldene Zeitalter des amerikanischen Cowboys war bemerkenswert kurzlebig. Wussten Sie das? Ja, es begann in den 1860er Jahren, was faszinierend ist, wenn man bedenkt, wie ikonisch es geworden ist. Das romantisierte Bild der Cowboys überschattet oft die Realität ihres Lebens. Absolut. Es ging nicht nur um Viehtriebe und Heldentaten, es gab auch erhebliche Herausforderungen. Was hat Ihrer Meinung nach zum rapiden Niedergang dieser Cowboy-Ära beigetragen? Ich glaube, dass wirtschaftliche Veränderungen und der Ausbau des Eisenbahnnetzes eine entscheidende Rolle spielten. Das ist nachvollziehbar, denn Fortschritt geht oft auf Kosten traditioneller Lebensstile. In der Tat. Dennoch beeinflusst das Erbe des Cowboys die amerikanische Kultur bis heute. Es ist interessant, wie die Geschichte unsere Wahrnehmung solcher Figuren prägt. Lektion 4: Herausforderungen für Landwirte. Ein Problem für die Landwirte im Süden der USA bestand darin, dass Baumwolle und Tabak die am weitesten verbreiteten Nutzpflanzen waren. Das ist richtig. Diese Pflanzen erforderten eine starke arbeitsintensive Landwirtschaft. Es muss eine Herausforderung gewesen sein, eine solche Wirtschaft aufrechtzuerhalten, insbesondere in schwierigen Zeiten. Auf jeden Fall. Die Volatilität der Agrarpreise könnte ihre Lebensgrundlage ernsthaft beeinträchtigen. Ich kann mir nur vorstellen, welche Schwierigkeiten sie aufgrund des Wetters und der Marktschwankungen hatten. Ja, und der historische Kontext dieser Nutzpflanzen trägt zu einer weiteren Komplexität bei. Um die Widerstandsfähigkeit der Landwirte zu würdigen, ist es wichtig, diese Herausforderungen zu verstehen. In der Tat, ihre Geschichten sind ein Beweis für harte Arbeit und Entschlossenheit. Lassen Sie uns diese historischen Erzählungen weiter erforschen.
Sie sind von wesentlicher Bedeutung. Lektion 5: Musikalische Favoriten. Ich habe über meine Lieblingsmusicals nachgedacht und muss sagen, Torokoli Modern Melli ist ein Klassiker. Das ist eine wunderbare Wahl. Ich habe die fröhlichen Lieder und lebendigen Charaktere immer genossen. Mein persönlicher Favorit bleibt jedoch The Sound of Music, der einen besonderen Platz in meinem Herzen einnimmt. Der Sound of Musik ist in der Tat zeitlos. Die Geschichte und die Musik sind einfach bezaubernd. Ich liebe die Kombination aus Abenteuer, Romantik und wunderschönen Landschaften. Ja, die Themen Familie und Liebe finden bei vielen Zuschauern großen Anklang. Haben Sie ein Lieblingslied aus einem dieser Musicals? Ich kann Do Re Mi aus The Sound of Musik nicht widerstehen. Es ist so eingängig. Das ist eine ausgezeichnete Wahl. Lass uns bald einen musikalischen Filmabend planen. Lektion 6: Leben im Ozean. Der Ozean ist die Heimat einer so vielfältigen Lebensart. Es ist erstaunlich, wie alles zusammenlebt. Tatsächlich, die Kraft von Eis und Wasser formt einzigartige Pflanzen- und Tiergemeinschaften. Es ist faszinierend, darüber nachzudenken, wie sich diese Gemeinschaften heute weiterentwickeln. Pfiff. Die Anpassungsfähigkeit des Meereslebens ist ein Beweis für die Widerstandsfähigkeit der Natur. Ich bin oft beeindruckt von den komplexen Ökosystemen unter den Wellen. Da jede Art spielt eine entscheidende Rolle bei der Aufrechterhaltung des Gleichgewichts des Meereslebens. Haben Sie jemals darüber nachgedacht, wie sich der Klimawandel auf diese empfindlichen Systeme auswirken könnte? Dies ist ein ernstes Anliegen. Wir müssen unsere Ozeane für zukünftige Generationen schützen. Lassen Sie uns weiterhin für den Meeresschutz eintreten und uns weiterbilden. Lektion 7: Gönnen Sie sich etwas. Ich glaube, dass es wichtig ist, sich gelegentlich etwas zu gönnen, um Heißhungerattacken zu stillen. Ich kann dem nur zustimmen. Es geht darum, im Leben ein Gleichgewicht zu finden. Tatsächlich kann es unsere Stimmung enorm heben, wenn wir uns kleine Freuden gönnen. Es ist faszinierend, wie eine einfache Leckerei einen ansonsten tristen Tag erhellen kann. Ich ertappe mich oft dabei, während der Arbeit von meinen Lieblingsdesserts zu träumen. Das klingt herrlich. Was ist Ihr Lieblingsgenuss, wenn Sie sich etwas gönnen? Ich muss gestehen, ein reichhaltiger Schokoladenkuchen überzeugt mich immer wieder aufs Neue. Schokoladenkuchen ist ein Klassiker. Ich selbst tendiere eher zu Eis. Eiscreme ist eine fantastische Wahl. Es gibt einfach so viele Geschmacksrichtungen zu entdecken. Lektion 8: Donut Dilemma. Ich war vor kurzem in einem Geschäft, in dem es 20 verschiedene Donutsorten zur Auswahl gab. Das klingt unglaublich verlockend. Gab es besondere Geschmacksrichtungen, die Ihnen aufgefallen sind? Ja, einige waren rund, während andere entzückende Löcher hatten, jedes voller Überraschungen. Ich kann dir die Vielfalt nur vorstellen. Haben Sie es geschafft, einige davon zu probieren? Das habe ich auf jeden Fall. Ich habe einen Donut mit Ahornsirup und Speck probiert, der überraschend lecker war. Diese Kombination klingt faszinierend. Süß und herzhaft können ein köstliches Duo sein. Ich muss zugeben, ich habe auch einen klassischen glasierten Donut genossen, der einfach himmlisch war.
Sie scheinen einige hervorragende Entscheidungen getroffen zu haben. Was hat Ihnen insgesamt am besten gefallen? Der Aronsbeck ist für mich definitiv die Krönung. Er war unvergesslich. Lektion 9: Bürgerverantwortung. Manchmal ist das, was wir tun, genauso wichtig wie alles, was die Regierung tut. Ich stimme voll und ganz zu. Es ist für die Bürger von entscheidender Bedeutung, ein Gemeinwohl anzustreben, das über sie selbst hinausgeht. Genau. Unsere Aktionen können positive Wellen in der gesamten Community schlagen. Es ist inspirierend, wie individuelle Anstrengungen zu einer größeren Sache beitragen können. Ich denke, dass Freiwilligenarbeit eine wunderbare Möglichkeit ist, etwas Spürbares zu bewirken. Absolut. Jede kleine freundliche Geste kann zu bedeutenden Veränderungen führen. Ich glaube, wir sollten andere ermutigen, mitzumachen und gemeinsam etwas zu bewirken. Gemeinsam können wir Schritt für Schritt eine mitfühlendere Gesellschaft aufbauen. Lassen Sie uns gemeinsam Ideen sammeln, wie wir effektiv beitragen können. Lektion 10: Reiseplanung. Haben Sie schon ein Hotel für unsere bevorstehende Reise gebucht? Noch nicht, aber ich versichere Ihnen, dass ich es heute tun werde. Das klingt super. Am besten sichert ihr euch so früh wie möglich eine Unterkunft. Ich stimme voll und ganz zu. Es hilft, Stress in letzter Minute zu vermeiden. Haben Sie ein bestimmtes Hotel im Sinn oder prüfen Sie noch Optionen? Wir fallen ein paar Orte ein, die gute Annehmlichkeiten und angemessene Preise bieten. Perfekt. Sobald Sie die Buchung abgeschlossen haben, teilen Sie mir bitte die Details mit. Das werde ich tun. Ich möchte sicherstellen, dass wir einen angenehmen Aufenthalt haben. Ich freue mich auf dieses Abenteuer. Es wird ein erholsamer Kurzurlaub. Lektion 11: Sicherheit geht vor. Stellen Sie sich vor, jemand würde jemanden von der Leiter stoßen. Das wäre ziemlich beunruhigend. Das wäre in der Tat eine chaotische Situation. Sicherheit sollte für uns immer an erster Stelle stehen. Ich stimme zu. Man sollte bei Arbeiten in der Höhe immer vorsichtig sein. Auf jeden Fall. Hatten Sie schon einmal eine knappe Situation, als Sie etwas Ähnliches taten? Zum Glück ist mir das nicht passiert, aber ich habe einmal gesehen, wie eine Farbdose auf jemanden gefallen ist. Oh nein, ich kann mir nur vorstellen, wie chaotisch das für Sie gewesen sein muss. Das war es auf jeden Fall. Es lehrt uns, immer auf unsere Umgebung zu achten. Ja, Unfälle können im Handumdrehen passieren. Vorsicht ist das A und O. Wir versprechen, dass wir bei unseren Projekten stets auf die Sicherheit achten. Lektion 12: Vorteile des Online-Reisens. Ich bevorzuge die Buchung über Online-Reisebüros, da diese oft hervorragende Angebote bieten. Das ist eine kluge Wahl. Was gefällt Ihnen daran am besten? Der bequeme Vergleich von Preisen und Optionen verschiedener Anbieter ist von unschätzbarem Wert. Ich verstehe das vollkommen. Es spart so viel Zeit und Aufwand bei der Planung. Darüber hinaus gibt es häufig Sonderaktionen, die zu erheblichen Einsparungen führen können. Das stimmt. Haben Sie in letzter Zeit besonders gute Angebote gefunden? Ja, ich habe ein fantastisches Paket entdeckt, das Flüge und Hotelaufenthalte beinhaltete. Das klingt unglaublich.
Ich muss mir selbst ein paar Angebote ansehen. Lassen Sie uns gemeinsam das Beste aus unserem Reisebudget machen. Lektion 13. Hausgemachte Soße. Hast du die Soße zu unserem Essen gemacht? Sie riecht köstlich. Das habe ich tatsächlich. Ich habe eine Mischung aus Tomatensauce und gemahlenen Gewürzen verwendet. Es muss voller Geschmack sein. Ich kann es kaum erwarten, es zu probieren. Ich habe etwas Knoblauch und Kräuter hinzugefügt, um das Gesamtprofil zu verbessern. Die Zutaten klingen perfekt. Selbstgemachte Soßen schmecken immer besser. Ich stimme zu. Es ist etwas Besonderes, Essen mit Liebe zuzubereiten. Ich bin gespannt, wie gut es zu der von uns zubereiteten Pasta passt. Vertrauen Sie mir, auf Ihrem Teller wird eine köstliche Geschmackskombination landen. Ich habe keinen Zweifel, das wird ein unvergessliches Essen. Lektion 14. Universitätswahl. Ich habe über Universitäten nachgedacht und höre immer wieder von der Mount Allison University. Das ist eine großartige Einrichtung. Haben Sie sich auch die Mount Saint Vincent University angesehen? Ja, das habe ich. Es bietet einige einzigartige Programme, die meine Aufmerksamkeit erregt haben. Ich habe wunderbare Dinge über beide Schulen gehört. Sie haben einen ausgezeichneten Ruf. Ich interessiere mich auch für die ST. Marys University. Ihr Campus ist wunderschön. Jede dieser Universitäten hat ihre Stärken. Es wird eine schwierige Entscheidung. Ich glaube, dass mir ein Besuch der Campusse dabei helfen könnte, eine fundiertere Entscheidung zu treffen. Das ist eine ausgezeichnete Idee. Die Umgebung aus erster Hand zu erleben, kann aufschlussreich sein. Ich werde demnächst einige Besuche planen. Ich möchte mich mit meiner zukünftigen Schule verbunden fühlen. Lektion 15. Besprechungsstrategien. Wie sollten wir das Thema während des offiziellen Treffens angehen? Ich glaube, wir sollten damit beginnen, die wichtigsten Punkte zu skizzieren, die wir ansprechen möchten. Das ist eine solide Strategie. Klarheit trägt dazu bei, die Diskussion fokussiert zu halten. Darüber hinaus wäre es ratsam, alle Anwesenden zur Teilnahme zu ermutigen. Durch die Einbeziehung anderer wird eine kollaborative Atmosphäre geschaffen, die von entscheidender Bedeutung ist. Ja, es ist wichtig, dass jeder das Gefühl hat, dass sein Beitrag geschätzt wird. Sollen wir einige Fragen vorbereiten, um eine Diskussion zu diesem Thema anzuregen? Das ist eine tolle Idee. Vorbereitete Fragen tragen dazu bei, das Gespräch reibungslos zu gestalten. Ich freue mich auf ein produktives Treffen, bei dem jeder seine Erkenntnisse austauschen kann. Lektion 16. Show Talent im Sport. Es ist faszinierend, wie Han Long durch seine Leistungen zu einem der ersten Schausteller im Sport wurde. In der Tat, er erkannte die Bedeutung der Unterhaltung bei Sportveranstaltungen. Seine Fähigkeit, das Publikum zu fesseln, hat die Sportlandschaft wirklich verändert. Ruf. Er wusste, dass eine gute Show größere Menschenmengen anziehen kann. Ich frage mich, wie er es geschafft hat, die Integrität des Sports mit der Unterhaltung in Einklang zu bringen. Das ist ein heikler Tanz. Er erfordert Geschick und ein tiefes Verständnis für beides. Es ist beeindruckend, wie er den Weg für zukünftige Sportschauspieler geebnet hat.
Sein Vermächtnis beeinflusst bis heute unsere Wahrnehmung des Sports. Lassen Sie uns mehr über sein Leben erfahren. Es wäre aufschlussreich. Lektion 17, B bis Brig. Ihre Art zu sprechen hat etwas wunderbar Komisches. Ihr Bebeitplappe ist zu ernst. Das ist es wirklich. Ich kann kaum widerstehen, sie hochzuheben und zu umarmen. Genau. Ihre Ausdrucksweise ist charmant und liebenswert zugleich. Es ist faszinierend, wie sie es schafft, mit ihren kleinen Worten eine solche Tiefe zu vermitteln. Ihre Ernsthaftigkeit lässt die Momente noch kostbarer erscheinen, nicht wahr? So, es ist, als würde sie auf ihre ganz eigene Art und Weise Weisheit vermitteln. Ich frage mich oft, welche Gedanken ihr durch den Kopf gehen, wenn sie spricht. Es ist wunderbar, sich das vorzustellen. Kinder haben eine Art, die Welt anders zu sehen. Lasst uns diese Momente schätzen. Sie sind flüchtig und doch wunderschön. Lektion 18. Motivation ist wichtig. Ich bin schon motiviert. Lasst es uns tun. Das ist der richtige Geist. Denken Sie daran, Fortschritt braucht Zeit und Mühe. Auf jeden Fall. Es ist wichtig, sich auf unsere Ziele zu konzentrieren. Ich stimme zu. Jeder Schritt, den wir unternehmen, bringt uns unseren Zielen näher. Manchmal hilft es, uns daran zu erinnern, warum wir überhaupt angefangen haben. In der Tat, unser Ziel im Auge zu behalten, kann unglaublich wirkungsvoll sein. Welche Strategien können Ihrer Meinung nach dazu beitragen, unsere Motivation aufrechtzuerhalten? Das Setzen kleiner Meilensteine auf dem Weg kann die Reise angenehmer machen. Das ist eine großartige Idee. Lasst uns jeden Erfolg feiern, egal wie klein er ist. Lektion 19. Geldwechsel. Okay, ich möchte bitte $200 in die Landeswährung umtauschen. Das klingt ganz einfach. Haben Sie den aktuellen Wechselkurs überprüft? Ja, das habe ich. Es scheint heute recht günstig zu sein, was eine angenehme Überraschung ist. Das ist ausgezeichnet. Es ist immer hilfreich zu wissen, wann die Kurse zu Ihren Gunsten stehen. Ich hoffe, dass ich beim Erkunden der lokalen Märkte das Beste aus meinem Geld machen kann. Ich bin sicher, dass Sie damit einige wunderbare Artikel zum Kauf finden werden. Ich kann es kaum erwarten, die lokale Kultur durch ihre Geschäfte und ihr Essen kennenzulernen. Es wird auf jeden Fall ein Abenteuer. Einkaufen ist eine der besten Möglichkeiten, Kontakte zu knüpfen. Absolut. Außerdem macht es mir Spaß, einzigartige Artikel zu entdecken, die ich nirgendwo sonst finde. Lektion 20. Stillvolle Entscheidungen. Mir sind vor kurzem einige stillvolle und dennoch erschwingliche Dekorationsartikel für ihr Zuhause aufgefallen. Das klingt interessant. Wo hast du sie gefunden? Ich bin bei meinem letzten Besuch auf einem lokalen Markt zufällig auf sie gestoßen. Ich verstehe. Haben Sie sie selbst installiert oder jemanden dafür beauftragt? Ich habe die Herausforderung selbst angenommen und die Installation hat mir überraschend viel Spaß gemacht. Das ist beeindruckend. Heimwerkerprojekte können sehr lohnend sein, wenn sie gut gemacht sind. Das sind sie auf jeden Fall. Ich hatte ein Erfolgserlebnis, nachdem ich es geschafft hatte.
Ich bewundere Ihre Initiative. Welche Dekoration haben Sie letztendlich bekommen? Ich habe wunderschöne Wandkunst und ein paar dekorative Kissen bekommen. Lektion 21, Wochenendpläne. Das klingt clever. Wie sieht es mit den Wochenenden aus? Hast du Zeit für dich? Ich versuche, mir Zeit für mich selbst zu nehmen, aber bei meinem Zeitplan kann das ziemlich schwierig sein. Ich verstehe das. Es ist nie einfach, Arbeit und Freizeit in Einklang zu bringen. Auf jeden Fall. Ich plane oft kleine Ausflüge, um neue Kraft zu tanken. Das ist eine tolle Idee. Schon eine kurze Pause kann einen großen Unterschied machen. Ja, es ist wichtig, ab und zu einen Schritt zurückzutreten und zu entspannen. Wie verbringen Sie am liebsten Ihre Wochenenden, wenn Sie Freizeit haben? Ich erkunde gerne neue Cafés oder gehe im Park spazieren. Das klingt nach wunderbaren Möglichkeiten zum Entspannen. Lektion 22, kostenloser Ersatz. Ich habe vor kurzem entdeckt, dass das Geschäft kostenlosen Ersatz für defekte Artikel anbietet. Das klingt ziemlich großzügig. Sind Sie sicher, dass keine versteckten Kosten anfallen? Absolut, Sie haben mir versichert, dass keine zusätzlichen Gebühren anfallen würden. Das ist sehr beruhigend. Ich denke, das ist eine gute Möglichkeit, die Kundenzufriedenheit zu gewährleisten. Ich denke sogar, dass sich dies positiv auf Ihre Kundendienstphilosophie auswirkt. Das ist sicherlich der Fall. Ich frage mich, wie viele Leute solche Angebote tatsächlich nutzen. Sie werden überrascht sein. Ich glaube, viele Kunden schätzen die Sicherheit, die es bietet. Das ist ein berechtigtes Argument. Ich würde mich beim Kauf bei Ihnen definitiv sicherer fühlen. Genau, wenn Sie wissen, dass der Ersatz kostenlos ist, können Sie ohne Bedenken kaufen. Lektion 23, Bucketlist. Das klingt fantastisch. Ich wollte schon immer nach Thailand. Es steht definitiv auf meiner Wunschliste. Thailand ist ein wunderschönes Reiseziel. Welche Orte möchten Sie dort unbedingt besuchen? Besonders interessiert mich die Erkundung der alten Tempel und der Genuss des lebendigen Streetfoods. Das sind ausgezeichnete Entscheidungen. Die Tempel müssen atemberaubend sein, insbesondere mit ihren komplizierten Designs. Ja, und ich habe gehört, dass das Streetfood an sich schon ein kulinarisches Abenteuer ist. Das kann ich mir vorstellen. Haben Sie schon einmal daran gedacht, bestimmte Gerichte zu probieren, während Sie dort sind? Ich würde gerne Pad Thai und Mango Clip-Reis und andere lokale Köstlichkeiten probieren. Das klingt köstlich. Sie müssen auch die lokalen Märkte erleben. Sie sind ziemlich lebhaft. Ich habe gehört, dass dort viel Energie herrscht und es 4 einzigartige Artikel zu kaufen gibt. Lektion 24, Brancheneinblicke. Haben Sie den neuesten Branchenbericht gelesen? Ich fand ihn sehr aufschlussreich. Ja, ich habe es gelesen. Es bietet wertvolle Einblicke und Trends, die unsere Strategien beeinflussen könnten. Ich stimme zu. Die Daten zum Verbraucherverhalten sind besonders faszinierend. Das ist es sicherlich. Ich denke, es wird uns helfen, in Zukunft fundiertere Entscheidungen zu treffen. Genau.
In unserer sich schnell verändernden Branche ist es wichtig, über solche Informationen auf dem Laufenden zu bleiben. Auf jeden Fall, und ich bin überzeugt, dass die Berücksichtigung dieser Erkenntnisse uns einen Wettbewerbsvorteil verschaffen wird. Genauer gesagt, je besser wir unseren Markt verstehen, desto besser können wir unsere Kunden bedienen. Ich hätte es nicht besser sagen können. Es geht darum, Bedürfnisse zu antizipieren, bevor sie entstehen. Tatsächlich ist es für die Aufrechterhaltung einer starken Präsenz in unserem Bereich entscheidend, proaktiv zu sein. Lektion 25. Sehr wichtige Vereinbarung. Ich möchte den Gottesdienst für morgen um 11 Uhr bestätigen. Sicher, das können wir arrangieren. Könnten Sie mir bitte die Einzelheiten des Services mitteilen? Natürlich. Es handelt sich um eine routinemäßige Wartung der Geräte in unserem Büro. Verstanden. Ich werde dafür sorgen, dass der Techniker pünktlich zum vereinbarten Termin eintrifft. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Ich weiß Ihren Aufwand für die Organisation zu schätzen. Es ist mir ein Vergnügen. Unser Ziel ist es, den Prozess für unsere Kunden so reibungslos wie möglich zu gestalten. Das ist lobenswert. Ich glaube, dass eine klare Kommunikation bei diesen Vereinbarungen von entscheidender Bedeutung ist. Auf jeden Fall, es hilft, am Tag des Gottesdienstes jegliche Verwirrung zu vermeiden. Richtig, und ich vertraue darauf, dass morgen alles reibungslos verläuft. Lektion 26. Hilfe zur Terminplanung. Das wäre großartig. Ich hoffe, es ist für Sie kein allzu großer Aufwand, mir zu helfen. Überhaupt nicht. Ich helfe Ihnen gerne bei Ihrem Anliegen. Ich weiß Ihre Bereitschaft zu schätzen. Sie erleichtert mir den gesamten Prozess erheblich. Das freut mich zu hören. Wobei benötigen Sie konkret Unterstützung? Ich brauche Hilfe bei der Organisation meines Zeitplans für die bevorstehenden Projektfristen. Das klingt machbar. Ich kann Ihnen helfen, Aufgaben effektiv zu priorisieren. Vielen Dank. Ich habe oft Probleme damit, mehrere Termine gleichzeitig einzuhalten. Ich verstehe, es kann ziemlich überwältigend sein. Gemeinsam können wir einen realistischen Zeitplan erstellen. Das ist genau das, was ich brauche. Ihre Unterstützung bedeutet mir sehr viel. Sektion 27. Check-in-Anfrage. Ich hoffe, dass zum Zeitpunkt des Check-ins ein Zimmer bereitsteht. Großartig. Gibt es in der Nähe Orte, die ich erkunden kann, während ich auf mein Zimmer warte? Ja, es gibt mehrere schöne Cafés und Geschäfte in Geweihte. Das klingt wunderbar. Ich würde während der Wartezeit gerne eine schöne Tasse Kaffee genießen. Auf jeden Fall. Es gibt ein charmantes kleines Café, das für sein Gepäck bekannt ist. Wo ich liebe Gebäck. Was empfehlen Sie? Ihre Mandelcroissants sind bei den Einheimischen sehr beliebt. Ich muss unbedingt eines probieren. Es klingt köstlich. Ich glaube, es wird Ihnen sehr gefallen. Auch das Ambiente des Cafés ist sehr einladend. Lektion 28. Lebensmitteleinkauf. Okay, schauen wir im Kühlregal nach Eiern und Milchprodukten. Das klingt nach einem Plan. Ich hoffe, Sie haben eine gute Auswahl zur Verfügung. Ich glaube, das ist normalerweise der Fall.
Bei Milchprodukten ist Frische das A und O. Auf jeden Fall, ich kaufe am liebsten möglichst frische Produkte. Genau. Und ich schaue auch gerne genau auf die Verfallsdaten. Das ist eine kluge Vorgehensweise. So stellen Sie sicher, dass Sie für Ihr Geld die beste Qualität bekommen. In der Tat. Und es hilft, Abfall zu vermeiden, was immer ein Plus ist. Ja, Abfallminimierung ist wichtig, sowohl für unseren Geldbeutel als auch für die Umwelt. Ich stimme zu. Mal sehen, was wir in diesem Abschnitt finden können. Lektion 29. Highlights der Bewerbung. Welche weiteren wichtigen Punkte werden Sie im Vorstellungsgespräch neben Ihren Qualifikationen hervorheben? Ich möchte meine Lernfähigkeit und Anpassungsfähigkeit an neue Umgebungen hervorheben. Das ist ein hervorragender Ansatz. Arbeitgeber schätzen diese Eigenschaften oft sehr. Tatsächlich glaube ich, dass es zeigt, dass ich mich gut in ihre Thermodynamik integrieren kann. Auf jeden Fall. Es ist entscheidend, dass Sie Ihre Fähigkeit zur Zusammenarbeit mit anderen unter Beweis stellen. Darüber hinaus möchte ich im Vorstellungsgespräch meine Problemlösungskompetenz unter Beweis stellen. Das ist eine tolle Idee. Beispiele vergangener Herausforderungen zu teilen, kann sehr wirkungsvoll sein. Ja, ich finde, dass Beispiele aus dem echten Leben bei Interviewern gut ankommen. Das stimmt. Es macht Ihre Erlebnisse nachvollziehbarer und einprägsamer. Lektion 30. Umweltfortschritt. Es ist entscheidend, dass wir den Klimawandel angehen. Haben Sie gehört, dass einige Länder bereits Fortschritte machen? Ja, ich habe davon gelesen. Es ist ermutigend zu sehen, dass Nationen Initiative ergreifen. Dem stimme ich zu. Die Fortschritte im Bereich der erneuerbaren Energien sind besonders vielversprechend. Auf jeden Fall. Der Übergang zu nachhaltigen Energiequellen ist für unsere Zukunft von entscheidender Bedeutung. Darüber hinaus ist es ein großartiges Beispiel für andere Länder, diesem Beispiel zu folgen. Tatsächlich wird die internationale Zusammenarbeit diese Bemühungen erheblich verstärken. Ich bin davon überzeugt, dass der Austausch bewährter Verfahren zu wirksameren Lösungen führen kann. Ja, Zusammenarbeit ist der Schlüssel zur Bewältigung eines solch globalen Problems. Ich hoffe, dass sich noch mehr Länder der Bewegung zur Reduzierung ihres CO2-Fußabdrucks anschließen. Lektion 31. Ein wunderbarer Freund. Es ist wirklich wunderbar, jemanden wie dich in meinem Leben zu haben. Ich stimme vollkommen zu. Einen guten Freund zu haben, macht alles angenehmer. Es ist, als ob unser Leben zu einem wunderbaren gemeinsamen Abenteuer geworden wäre. Tatsächlich kann ich mir nicht vorstellen, all diese unvergesslichen Momente mit jemand anderem zu teilen. Jedes Mal, wenn wir gemeinsam lachen, scheint es meinen Tag noch schöner zu machen. Die Freude an einer Freundschaft ist etwas, das man nicht messen kann, nicht wahr? Absolut. Es sind die kleinen Dinge, die unsere Verbindung so besonders machen. Ich schätze jeden Moment, den wir zusammen verbringen, egal wie einfach er auch sein mag. Auf viele weitere gemeinsame Erlebnisse und viel Lachen in der Zukunft. Lektion 32. Weihnachtsstimmung. Mir ist aufgefallen, dass es sich einige Leute in der Stadt dieses Jahr nicht leisten können, Weihnachten zu feiern.
Das ist in der Tat ein Grund zur Sorge. Es ist herzerwärmend zu sehen, wie Gemeinschaften zusammenkommen. Meine Familie sammelt Dinge für Bedürftige und es ist ein tolles Gefühl, etwas beizutragen. Eine solche Großzügigkeit kann das Leben anderer wirklich verändern. Ich glaube, dass jede noch so kleine Anstrengung zählt. Selbst kleine Spenden können helfen. Zuruf. Es ist inspirierend zu sehen, wie Freundlichkeit während der Feiertage Leben verändern kann. Ich hoffe, dass sich uns dieses Jahr noch mehr Menschen anschließen und Weihnachtsstimmung verbreiten. Gemeinsam können wir in der ganzen Stadt einen Welleneffekt des guten Willens auslösen. Lassen Sie uns auch weiterhin unsere Freunde dazu inspirieren, ihren Beitrag zu leisten. Lektion 33. Vorbereitung auf das Abenteuer. Was brauchen wir Ihrer Meinung nach, bevor wir unsere Reise antreten? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, eine gut durchdachte Checkliste wäre hilfreich. Eine Checkliste hilft sicherlich dabei, nichts Wichtiges zu vergessen. Außerdem denke ich, wir sollten ein paar Snacks für unterwegs einpacken. Snacks sind unerlässlich. Niemand genießt eine lange Reise mit leerem Magen. Ja, gibt es noch etwas, das Sie mitbringen möchten? Vielleicht eine Kamera, um all die wunderbaren Momente festzuhalten, die wir erleben werden. Das ist eine fantastische Idee. Erinnerungen lassen sich am besten durch Fotos festhalten. Dann scheinen wir für unser bevorstehendes aufregendes Abenteuer bereit zu sein. Lektion 34. E-Commerce-Einblicke. Ich habe in letzter Zeit die Markttrends verfolgt und sie scheinen ziemlich faszinierend zu sein. Ja, absolut. Die E-Commerce-Branche entwickelt sich in einem unglaublichen Tempo. Es ist faszinierend, wie Online-Shopping für viele Verbraucher zu einem festen Bestandteil geworden ist. Ich stimme zu, Bequemlichkeit und Vielfalt treiben diesen Wandel maßgeblich voran. Was sind Ihrer Meinung nach die wichtigsten Faktoren, die zu seinem Wachstum beitragen? Ich glaube, dass das Kundenerlebnis und der technologische Fortschritt eine entscheidende Rolle spielen. Auf jeden Fall. Es ist erstaunlich, wie die Technologie unser Einkaufsverhalten weiterhin prägt. Ich bin gespannt, welche Innovationen die Zukunft für den E-Commerce bereithält. Ich auch. Dies ist erst der Anfang einer bemerkenswerten Reise im Einzelhandel. Lektion 35. Alles bereit und startklar. Ich habe bereits alles Notwendige erledigt und alles ist an seinem Platz und einsatzbereit. Das sind wunderbare Neuigkeiten. Ich weiß Ihre sorgfältigen Vorbereitungen zu schätzen. Es ist ein tolles Gefühl, Dinge von der Liste zu streichen und zu sehen, wie alles zusammenkommt. Ich kann es mir vorstellen, es muss eine Erleichterung sein, zu wissen, dass alles organisiert ist. In der Tat. Jetzt können wir uns darauf konzentrieren, unsere Zeit ohne Ablenkungen zu genießen. Ja, es ist wichtig zu feiern, wenn die harte Arbeit erledigt ist. Sollen wir etwas Besonderes planen, um diesen Erfolg zu würdigen? Das klingt nach einer großartigen Idee. Lassen Sie es uns unvergesslich machen. Ich kann es kaum erwarten, diesen freudigen Anlass mit allen zu teilen.